Hallo meine Lieben, heute das letzte Laservideo für diese Woche und da geht es ums Thema Vinylfolie schneiden und dann aber auch Flexfolie schneiden, weil der Laser ist ja ein Kombigerät, den ich habe, wo man eben nicht nur lasern kann, sondern der auch ein Schneidemesser drin hat. Genau das testen wir heute und am Schluss dann noch mein persönliches Fazit. Erfüllt der Laser die Anforderungen, die ich selber an einen Laser habe? Und dann der Entscheid, ob ich das Gerät tatsächlich auch kaufen werde oder ob ich das dann doch sein lassen werde. Aber wir starten zuerst mit den 2 Projekten. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Im heutigen Video geht es einerseits um das Vinyl und andererseits um das HTV, also die Folie, die man mit Hitze überträgt. Da habe ich je ein Projekt dafür. Für das erste Projekt, die Vinylfolie, habe ich hier ein Lagerfeuer to go. Mit der einen von den beiden Schriftarten gibt es ein kleines Problem. Ich zeige euch das hier kurz. Ich tippe hier kurz Lagerfeuer ein. Und dann wähle ich bei der Schriftart mein sehr beliebtes Hello Austin. Das ist eine Schriftart von oder eine Font von Dafont. Ich mache das hier kurz ein bisschen größer. Jetzt seht ihr hier, dass es tatsächlich die ganzen Buchstaben quasi voneinander trennen würde. Das würde hier zum Beispiel beim E zum U würde das schneiden. Und ich sehe in dem Programm nirgendwo eine Möglichkeit, wie ich das verschweißen kann. Oder, Moment, nee, dieses Combine steht hier irgendwie nicht zur Verfügung bei Schriften. Ich habe es dann so gemacht, dass ich diesen Schriftzug in Adobe Illustrator erstellt habe und da verschweißt habe und das so als SVG-File hier reingenommen habe. Könnt ihr natürlich auch mit Inkscape zum Beispiel machen oder mit einem anderen Vektorprogramm, mit dem ihr arbeitet und dann die Datei hier reinnehmt, wenn das Ganze schon verschweißt ist. Und da wir das erste auf Vinyl machen, das heißt die selbstklebende Folie, müssen wir das nicht spiegeln. Und jetzt müssen wir dem natürlich sagen, dass es ein Blade Cut ist. So, ich habe jetzt kurz das Material auch schon in den Laser reingelegt und ich habe aus dem Fehler vom letzten Mal gelernt. Ich habe die Platte diesmal festgeschraubt, dann die hellblaue Matte drauf gemacht, wie das der Hersteller auch empfiehlt bei Vinylfolie. Und so kann ich jetzt meinen Schriftzug hier oben in die Ecke verschieben, damit ich da auch ein bisschen Material sparen kann. Und beim Material wähle ich dann, Heat Transfer Vinyl ist es nicht, dieses Removable Self-Adhesive. Und dann kann ich eigentlich auch schon sagen, Process. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie gut er das schneidet, weil ich habe hier teilweise schon sehr dünne Linien. Mal gucken, wie gut es funktioniert. Und denkt daran beim Messer, dass ihr das wirklich so macht, dass oben nur dieser 45 Grad Winkel vom Messer rausguckt. Das habe ich euch im letzten Video gezeigt, wo ich das Leder geschnitten habe, dass das dann auch funktioniert. Und der ist auch schon fertig. Natürlich geht das nicht so schnell wie mit einem Plotter, ist mir schon klar. Aber es gibt ja auch Leute, die keinen Plotter haben. Da habt ihr jetzt eben hier mit dem Laser die Möglichkeit, auch Vinyl zu schneiden. Und anders als beim Plotter, wo er ja nur auf einer Achse schneidet und die Matte durchlädt quasi, macht es der hier so, dass er dass er sich bewegt auf der X- und Y-Achse und so das Vinyl schneidet. Ich habe jetzt gerade keinen Gitterungstool zur Hand, aber ich habe schon mal gemerkt, dass er hinten teilweise durch den Träger durchgeschnitten hat. Somit müsste das hier eigentlich ziemlich gut geschnitten worden sein. Und ihr seht, man kann es wunderbar runternehmen, also in Gittern. Hat eben teilweise fast ein bisschen zu gut geschnitten. Das ist jetzt eben eins von den Vinyl-Sheets, die mitgeliefert wurden in diesem Paket. Aber wenn ihr da
euer eigenes Vinyl verwendet, denkt einfach dran, dass ihr das so ein bisschen austesten müsst, welche Einstellungen es braucht. Und am besten notiert ihr euch die dann auch, damit ihr beim nächsten Mal, wenn ihr dasselbe Vinyl wieder schneidet, wisst, wie ihr das einstellen müsst. Jetzt bereite ich auch schon das nächste Projekt vor und da wie immer bei Heat Transfer Vinyl oder bei Flexfolie ist es ja so, da wo ihr die Farbe seht, da wo es glänzend ist, wo die Schutzfolie oder die Trägerfolie ist, das kommt nach unten und wir müssen ja dann das Motiv spiegeln, damit es eben das quasi von der Rückseite schneidet. Hier natürlich auch wichtig, dass ihr keine Luftblasen drin habt, damit der das dann auch gleichmäßig schneidet. Jetzt können wir hier sagen dann, weil damit sind wir ja durch. Und dann gehe ich zum nächsten Projekt. Das ist das HTV und hier habe ich einen Spruch gemacht, der da heißt, läuft bei mir zwar rückwärts und bergab, aber läuft. Ich finde den so cool und den werde ich auf eine Tasche aufbringen. Da habe ich natürlich die Größe abgemessen, damit das dann auch auf die Tasche schön drauf passt. Und von der Schriftart ist es American Typewriter. Ich würde behaupten, das ist eine Adobe-Schrift. Aber dann nehmt ihr halt einfach die Schriftart, die euch gefällt oder eine, die ihr von davon habt zum Beispiel. Und jetzt will ich hier natürlich nicht lasern, sondern ich will auch wieder ein Blade Cut machen. Und diesmal ist das Material eben dieses Heat Transfer Vinyl. Dann kann ich das auch noch ein bisschen in die Ecke verschieben. Hier habt ihr die Einstellungen alle schon automatisch gemacht und jetzt kann ich eigentlich auch schon auf Process drücken. Der sagt jetzt 4 Minuten, ist natürlich ein bisschen länger als mit einem Plotter, aber eben, man kann damit schneiden. So, Dille. Und dann ist er auch schon durch und das hat durchaus eine kleine Weile gedauert. Wie gesagt, mit dem Plotter kriegt ihr das auf jeden Fall schneller hin. Aber was ich jetzt kurz kontrollieren will, ob das auch funktioniert hat mit dem Schneiden. Ich nehme hier kurz eine Stelle beim A. Jo, das hat wunderbar funktioniert. Kann man wunderbar entgittern. Somit war auch dieses Projekt erfolgreich und wie gesagt, ich weiß, mit dem Plotter geht schneller, aber das spricht jetzt hier auch nicht unbedingt die an, die schon einen Plotter haben. Und guckt euch wirklich die Schnitteinstellungen an. Ich muss bei mir das Messer noch anpassen, weil der hat hier durchgeschnitten und das wollen wir natürlich gerade im Speziellen bei Heat Transfer Vinyl nicht haben. Ein Testschnitt ist immer eine gute Idee. Ich habe jetzt hier das eben nicht gemacht, aber es empfiehlt sich wirklich, dass ihr, wenn ihr ein neues Material habt, dass ihr das wirklich hier zuerst einen Testschnitt macht. Zum Beispiel, wenn ihr so ein kleines Quadrat in die Ecke macht mit einem Dreieck drinne und dann guckt, ob das genug geschnitten hat oder zu tief geschnitten hat, damit ihr das dann anpassen könnt. Und wenn ihr die richtige Einstellung gefunden habt, notiert ihr euch das am besten, damit ihr eben das nächste Mal, wenn ihr dieses Material verwendet, dann ganz einfach auf das, was ihr notiert habt, darauf zurückgreifen könnt. Jetzt, damit ihr das nochmal von Namen seht, geschnitten hat es, das ist Vinyl, aber teilweise hinten durch den Träger durch. Dasselbe beim Heat Transfer Vinyl. Ich hoffe, das bleibt dann trotzdem dran hängen. Mal gucken, so dass ich das dann trotzdem geschützt habe. Und hier, ihr kennt es natürlich vom Plotten, Also eigentlich würdet ihr ja da zuerst Testschnitte machen mit kleinen Elementen, um zu gucken, wie die richtigen Einstellungen sind. Und dann erst das große Motiv. Habe ich nicht gemacht. Einfach um zu zeigen, wie man es nicht macht, So, jetzt
Jetzt versuche ich, die beiden Sachen zu entgittern. Das Gittern hier hat nicht so gut funktioniert, deshalb nehme ich hier kurz schon mal die Übertragungsfolie. Streiche das Ganze fest, damit es an der Übertragungsfolie hängt. Jetzt ziehe ich zuerst die Trägerfolie weg und dann noch das, was eigentlich übersteht, was ich gar nicht auf meinem Design haben will. Ich muss sagen, das muss ich normalerweise bei Sachen in der Größe nicht machen. Aber nun ja, dann haben wir hier unser Glas, wo das drauf soll. Noch ein bisschen groß. Jetzt können wir das hier schön platzieren, da wo wir das haben wollen. Ich muss das kurz aufstellen, geht ein bisschen besser für mich. So, dann kann ich das runterstreichen. Die Kerze ist nicht ganz gerade. Ich habe jetzt fast ein bisschen weit oben angesetzt. Bei der Silhouette haben wir ja das Thema, dass wir solche konischen Designs dann auch konisch anpassen können. Habe ich hier nicht. Aber ist auch trotzdem süß. Na, hier. Lagerfeuer. To go. Deckel drauf. Gut ist. Na, das war das eine. Und jetzt das hier. Und jetzt können wir das Ganze noch auf die Tasche übertragen, die hier mitgeliefert wurde. Jetzt habe ich keine Angaben zur Hitze. Ich versuche das mal bei 155 Grad, 30 Sekunden, mal gucken, wie viel es da braucht. So, dann können wir das Ganze kurz abrollen. Dann die Folie da platzieren, wo ihr die haben wollt. Bei mir so. Jetzt, da das teilweise durch den Träger durchgeschnitten hat, werde ich das auf jeden Fall abdecken mit einem Backpannpapier. Und ich versuche es jetzt einfach mal bei 155 Grad für 30 Sekunden. Mal gucken, was passiert. So, ich habe das Ganze übertragen. Die bei der Vinylfolie, das hat wunderbar funktioniert, die hält auch super. Mit der Flexfolie hatte ich ein bisschen meine Mühe damit, aber ihr kennt mich, ich bin mir halt gewohnt, mit der Flexfolie von Siser zu arbeiten. Ich habe auch noch Xtool angeschrieben, um zu fragen, was die optimalen Parameter sind, um die zu übertragen. Das sage ich euch dann noch. Was ich hier auch noch anmerken wollte mit dem Messer, da müsst ihr wirklich gucken, dass ihr das so rausdreht, dass wirklich nur noch die Spitze vorne rausguckt. Ist halt einfach so, also ihr würdet dann bei jeder Folie, die ihr neu nutzt, wenn ihr irgendeine andere Folie nutzt, dann müsst ihr euch dann quasi, also ihr müsst Testschnitte machen und dann euch am besten aufschreiben, mit welchen Einstellungen ihr die entsprechende Folie geschnitten habt. Was ihr da halt einfach beachten solltet, wenn ihr dann irgendwann das Messer austauscht, dass ihr nicht
dreht, sondern nur das Messer quasi rausnehmt. Da könnt ihr ja hinten auf diesen Knopf drauf drücken, das rausnehmen und das neue Messer reinmachen, aber dann nicht dann an der Schraube drehen, dass das wirklich auch mit der gleichen Distanz wieder drinne ist, sonst stimmen dann die ganzen Werte nicht mehr, die ihr euch notiert habt mit euren Folien, ne? Dass ihr das beachtet. Das war es jetzt zum Thema Vinylfolie, Flexfolie, Schneiden. Und da das heute in dieser Serie das letzte Video ist, hatte ich euch auch gesagt, ne, dass ich da quasi noch so ein bisschen euch sage, was ich von dem Tool halte. Und auch die Frage, werde ich mir das dann schlussendlich kaufen oder lasse ich das dann doch lieber sein? Und genau das gucken wir uns jetzt an. Ich habe mir so eine kleine Hilfestellung gemacht mit der Übersicht, was mir wichtig ist und was dann zum Entscheid führen wird, ob ich mir das Tool kaufen will oder nicht. Jetzt das erste Thema: Preis. Der Laser selber inklusive dem Air Assist und der Erhöhungsstation mit dem Wabengitter kostet jetzt bei Zalando im Moment 2.723 Franken. Ist durchaus ein Preis, wo man sich das eben überlegt, ob man das wirklich investieren will oder nicht. Und ich habe das eben, ich habe andere Laser angeguckt und da waren eben einerseits die offenen, also Xtool hat ja selber auch einen offenen Laser. Das ist der D1 Laser, die bekommt ihr natürlich billiger. Oder es gibt auch den Mr. Beam, ne? Das ist einer der geschlossenen Laser. Es gibt die ganzen Glowforge Laser, die wüsste ich jetzt aber nicht, wo man die wirklich bekommt. Und ich habe das halt so ein bisschen mit den geschlossenen Lasern verglichen und da ist der Preis wirklich unschlagbar. Und die anderen Laser, soweit ich weiß, sind auch nur Laser und nicht kombinierte Laser und Plotter. Also ich habe dieses Schneidermesser, ist das jetzt das einzige Gerät, wo ich das gesehen habe. Vom Inhalt von diesem Deluxe-Paket, was da alles drin ist, ihr habt den Laser selber, ihr habt das Rotary Tool drin und das ist ein 4 in 1. Das heißt, ihr habt 4 Zustände, wo ihr die Klemmen anders machen könnt und so das auch für 4 unterschiedliche Arten von Lasern verwenden könnt. Dann habt ihr die Ablufffilterbox mit drin, auch ein Ersatzfilter schon. Die Schneidenmatten, das zweimal hellblau, zweimal rosa. Ihr habt das Messer drin, ihr habt 5 Ersatzklingen drin. Ihr habt das Premium XL Materialpaket drin. Also da wirklich einiges drin in diesem Paket und es ist nicht nur der Laser selber, ne? Also das muss man immer so ein bisschen berücksichtigen, wenn man sich den Preis anguckt. Vom Aufbau und der Hilfestellung, also ihr habt es gesehen, ne, als ich den zusammengebaut habe, ich bin jetzt kein Ingenieur, aber ich habe es hinbekommen und da habt ihr auch das Benutzerhandbuch drin und das ist eben auch in Deutsch. Und es gibt durchaus schon einiges an Videos, wo ihr Hilfestellungen findet oder auch Ideen findet zu diesem M1 Laser. Ich kann euch auf jeden Fall auch empfehlen, Andreas YouTube-Kanal anzugucken, das Kreativchalet, weil die hat diesen Laser jetzt auch und die hat auch Erfahrung mit anderen Lasern. Von dem her ist das sicher auch eine gute Seite, um sich das mal anzugucken. Also ich finde Aufbau, Hilfestellung, der Aufbau hat funktioniert wirklich, das habe ich auch hinbekommen und Hilfestellung ist definitiv vorhanden. Größe und Gewicht und vom Platz her. Man denkt immer so, ich habe ein großes Bastelatelier, aber das ist gar nicht so groß und das platzt auch schon wieder aus allen Nähten. Von dem her steht das Gerät zurzeit nicht in meinem Bastelatelier, sondern zu Hause. Und ich habe das von der Größe her, ich habe das einfach auf einen Servierwagen von Ikea, ich spreche es nicht aus, es ist dieses BEKVAM, so heißt dieses Teil und da steht der drauf. Also natürlich die Filteranlage steht daneben, aber nur zum Sagen, da braucht ihr echt nicht super viel Platz, nicht so wie mit den größeren Geräten. Also ich finde das wirklich super und das Gewicht mit diesen rund 10 Kilo ist wirklich nicht schwer. Von dem her, das war für mich auch ein Kriterium, kann ich das irgendwo hinstellen und nimmt das mir nicht zu viel Platz weg und das funktioniert für mich wunderbar.
Geräusche war für mich natürlich auch ein Thema, weil ich das drinnen in einem geschlossenen Raum verwende und auch der Geruch. Von den Geräuschen her finde ich wirklich, das geht wunderbar. Also es ist unter 60 Dezibel und der Geruch, das war wirklich ein Thema, wo ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht hatte. Aber mit diesem Filter, der da angeschlossen ist, ne, ich verwende das in meiner Wohnung drinnen und das riecht nicht. Das Einzige, wo ich was gemerkt habe, ist, als ich, nachdem ich das Holz gelasert hatte und das aufgemacht habe, der Restgeruch, der am Holz selber dran ist vom Lasern, das habt ihr. Der ist aber auch nicht extrem und ansonsten hätte ich nichts gemerkt. Also der Filter ist wirklich gut. Dann ein großes Thema für mich war auch Sicherheit, weil eben, ich habe gesagt, das Xtool, die haben auch den D1 Laser und da gibt es viele andere auch noch, die ähnlich sind, die eben offen sind, wo man dann eine Schutzbrille tragen muss, damit diese Laserstrahlen dann euch nicht die Augen kaputt machen. Das war für mich keine Option. Ich habe da wirklich gesagt, nee, sowas will ich nicht, ich will ein geschlossenes System. Und das habe ich eben mit dieser Laserbox oder mit diesem Tool. Das Schöne ist auch, es ist auch mit dem Aufbau, den man hat, unten sind auch nochmal solche Scheiben, die das Licht eben blockieren. Und wenn ich das Ganze öffne, dann stoppt der. Also der lasert nicht weiter, wenn ich oben aufmache, sondern der stoppt. Das ist was Gutes und eben, ich habe ein geschlossenes System und mit dem Filter ist wirklich, also da habe ich jetzt bei dem Gerät ein gutes Gefühl. Dann war für mich ein anderes Thema, kriege ich das mit dem Lasern hin als Einsteiger, weil ich habe gesagt, ich habe keine Erfahrung mit Lasern und ich habe schon einen sehr großen Respekt davon. Und da ist es wirklich so, ihr habt die ersten Läufe, ich habe wirklich alles mit euch zusammen gemacht. Das heißt, da war nichts vorher ausprobieren und ich habe es hinbekommen. Und auch die Software, finde ich, die ist absolut geeignet, wenn man sich jetzt mit IT nicht so groß auskennt. Mit der kommt ihr auf jeden Fall klar. Und sonst gibt es ja auch immer noch Videos dazu, die man sich kurz angucken kann. Und das Schöne halt auch bei der Software, dass ganz viele verschiedene Dateiformate unterstützt werden. Also ich habe das Gefühl, dass es wirklich, das Gerät ist auch für Einsteiger geeignet. Dann die Versatilität mit diesem Aufbaumechanismus, wo ich das Wabengitter drin habe, oder sie nennen es Erhöhungsstation mit dem Wabengitter, da habe ich einfach extrem viele Möglichkeiten, weil ich kann immer die Metallplatte plus das Wabengitter in die Höhe bringen, wo ich das gerade brauche. Das heißt, wenn ich was Hohes lasern will, muss ich nicht irgendwie mit Holzblöcken oder weiß nicht was versuchen, eine Höhe hinzubekommen, wo dann unten das Licht trotzdem durchgeht. Oder auch der Geruch, habe ich das Gefühl, würde da dann trotzdem halt einfach durchgehen. Das habe ich nicht, sondern ich habe ein geschlossenes System, wo ich aber trotzdem flexibel in der Arbeitshöhe bin. Also, das finde ich super. Dann USB und WLAN, eben, dass ich es einerseits, dass ich den Computer über USB anschließen kann, aber auch über WLAN nutzen kann und dass es eben nicht nur für Mac ist oder nur für Microsoft oder nur für Android, sondern dass ich das eben mit verschiedenen Betriebssystemen nutzen kann. Ein weiterer Punkt, die integrierte Kamera, damit ich die Sachen auch schön platzieren kann. Sie ist da, die ist wirklich hilfreich. Wenn ich hier einen Wunsch anbringen könnte, ich kenne das vom Glowforge, dass die Kamera in der Mitte vom Deckel sitzt. Das heißt, ich habe dann wirklich ein Sichtfeld aus der Mitte und bei dem Tool ist es ja ganz oben ein bisschen versetzt von der Mitte und er versucht sich dann das Bild selber aufzubauen. Es wäre schön, wenn die Kamera da in der Mitte wäre, aber schon mal das Gute ist, ich habe eine Kamera, wo ich sehe, wo ich dann meine Sachen platzieren kann. Von dem her insgesamt was Positives. Die Ergebnisse sprechen eigentlich für sich und ich würde euch wirklich empfehlen, dass ihr, wenn ihr das kauft, dass ihr das mit dem Air Assist und mit der Erhöhungsstation, mit diesem Wabengitter kauft, weil die Ergebnisse sind wirklich massiv besser. Also ich habe keine Brandspuren jetzt beim Holz gehabt, an der Oberfläche oder auch unten
vom gelaserten Element. Also das war wirklich super. Und eben, ihr habt gesehen, ich habe das Ganze zum ersten Mal angewendet und die Ergebnisse waren für mich also wirklich super. Also ich kann sagen, der hat meine Erwartungshaltung wirklich erfüllt. Von den Möglichkeiten her, ich habe euch jetzt nur ein paar Sachen gezeigt. Ich habe noch ganz viele weitere Ideen, die ich mit so einem Laser machen möchte. Und ich habe mir einfach so ein bisschen überlegt, würde ich das nicht anders hinbekommen, ne, wenn ich jetzt keinen Laser hätte. Und ich habe zum Beispiel auf meinem Kanal auch schon gezeigt, wie ihr Holz mit so einem Brennstab, wie ihr da Bilder in das Holz reinbrennen könnt. Dauert lange, man braucht eine extrem ruhige Hand und ja, braucht auch Zeit, das zu lernen, ne? Oder Glas dann zu gravieren. Auch dafür gibt es so kleine Geräte. Also ich könnte für alles quasi eine Alternative euch nennen, aber wie gesagt, es hat eine Lernkurve drin und es ist dann von Hand gemacht. Das heißt, ihr müsst da, also es braucht viel Übung, dass ihr das wirklich dann schön hinbekommt. Und mit dem Laser, klar, es ist jetzt nicht mehr von Hand gemacht, aber trotzdem für mich eine extrem schöne Sache, wie ich Sachen aufhübschen kann. Und auch jetzt gerade mit der Schneidetiefe von 10 mm finde ich das Hammer und ich habe so viele Ideen, was ich damit noch machen möchte. Und auch dieses Premium XL Materialpaket, wo ihr ganz viele Sachen drin habt, um das einfach mal auszuprobieren und kennenzulernen, dass ihr alles auch im Preis integriert, ne? Also von dem her fand ich das schon cool, dass ich auch bei den Einstellungen im Laser drin oder in der Software drin, dass ich einfach mal das Material auswählen kann, was mitgeliefert wurde, damit ich nicht zuerst ganz viel ausprobieren muss, welche Einstellungen jetzt richtig sind, sondern der das mir eigentlich schon vorgibt. Das hat mir für den Einstieg extrem geholfen. Also ihr seht, das sind so die Überlegungen, die ich gemacht habe, um dann zu entscheiden, will ich mir diesen Laser wirklich kaufen oder nicht, weil bis jetzt war der ja einfach von Yasando zur Verfügung gestellt für mich, damit ich es ausprobieren kann. Das heißt, ich muss den auch wieder zurückgeben. Und ihr habt es vielleicht schon ein bisschen rausgehört, als ich das jetzt alles aufgelistet habe. Ich will das Ding haben. Von dem her, ich werde es mir kaufen, ich gönne mir das. Das gibt ein Weihnachtsgeschenk von der Frau B an die Frau B, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich damit wirklich noch ganz, ganz viele tolle Sachen machen kann und euch das dann auch zeigen kann. Ich muss allerdings sagen, die Videos von mir, die werdet ihr tendenziell erst ab nächsten Jahr. Und es ist ja auch schon bald, na, wir haben schon Mitte November, das sind quasi noch 7 Wochen, glaube ich, jetzt bis dahin. Von dem her, in diesem Jahr habe ich noch ganz viele Sachen, die ich euch zeigen will, was nichts mit dem Lasern zu tun hat. Aber wir machen dann auf jeden Fall ab Beginn vom nächsten Jahr, gibt es ab und zu durchaus ein Video, wo ich den Laser verwende und euch da ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg gebe. So, das war's jetzt eben auch in dieser ganzen Serie. Ich hoffe, das war hilfreich für euch und um auch so ein bisschen nachzuvollziehen, was für Überlegungen ich mir gemacht habe. Und ja, ich hoffe eben auch, dass euch die Videos gefallen haben, trotz der teilweise ja, nicht ganz optimalen Qualität, weil ich eben zu Hause gefilmt habe und nicht hier in meinem Bastelstudio, wo ich das ganze Kamera-Equipment aufgebaut habe. Aber eben, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich hoffe auch, ich sehe euch in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!